In jedem großen Kriegsfilm und in jedem teuren Action-Blockbuster brüllt der Held in sein knisterndes Funkgerät. Er bestätigt einen lebenswichtigen Befehl immer mit exakt 2 simplen Wörtern. Roger that. Millionen von Menschen benutzen diesen Satz heute im Büro, in Textnachrichten oder beim abendlichen Online-Spielen. Wir sagen Roger, wenn wir unserem Gegenüber ausdrücken wollen, dass wir eine Information verstanden haben. Aber wenn du einmal logisch darüber nachdenkst, ergibt die Verwendung dieses Wortes absolut keinen Sinn. Wer ist eigentlich dieser Roger? Warum nutzen hochtrainierte Elitesoldaten den ganz normalen Vornamen eines englischen Buchhalters, anstatt einfach das klare, logische Wort verstanden zu benutzen? Die Antwort auf diese Frage ist kein alberner militärischer Witz von alten Generälen. Es ist das Ergebnis eines knallharten, technischen Überlebenskampfes gegen das Rauschen der Natur. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum die menschliche Stimme für frühe Funkgeräte völlig ungeeignet war und warum das Wort verstanden in einem echten Gefecht ein absolut tödlicher Fehler sein kann. Wir klären den fundamentalen Unterschied zwischen dem Hören und dem Gehorchen und wir decken auf, warum Roger eigentlich längst tot ist, aber von Hollywood künstlich am Leben gehalten wird. Wenn du verstehen willst, wie Sprache für den Krieg mathematisch optimiert wurde, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts reisen. Lange vor der Erfindung des mobilen Sprechfunks kommunizierten riesige Kriegsschiffe und Armeen ausschließlich über Telegraphen. Sie nutzten den berühmten Morsecode. Das war eine extrem präzise, binäre Sprache, die nur aus kurzen und langen elektrischen Signalen bestand. Wenn ein Funker auf einem Schiff eine lange, feindliche Koordinate fehlerfrei empfangen hatte, tippte er keine langen Bestätigungssätze in seine Taste. Er tippte einfach nur einen einzigen kurzen Buchstaben in das System. Er sendete den Buchstaben R. Der Buchstabe R stand für das englische Wort received, was auf Deutsch empfangen bedeutet. Dieser einzelne Buchstabe sparte in der Hitze des Gefechts extrem viel Zeit und war der globale, universelle Code für den erfolgreichen Empfang einer Nachricht. Aber dann erfanden die Ingenieure den Sprechfunk für Piloten und Panzerfahrer und das absolute akustische Chaos brach aus. Die frühen militärischen Funkgeräte im Zweiten Weltkrieg waren technologisch extrem primitiv. Sie rauschten, sie knackten ununterbrochen und die schwachen Frequenzen wurden ständig von dröhnendem Motorenlärm oder feindlichen Störsendern überlagert. In diesem ohrenbetäubenden elektronischen Lärm war die menschliche Stimme plötzlich eine gewaltige Schwachstelle. Konsonanten klingen über ein billiges, schlechtes Mikrofon fast alle identisch. Ein hartes B klingt wie ein weiches P, ein M klingt wie ein N und ein T klingt exakt wie ein D. Wenn ein Pilot in seinem lauten Cockpit nun einfach nur den alten Morse-Buchstaben R in sein Mikrofon brüllte, kam am anderen Ende nur ein kurzes, unverständliches Kratzen an. Ein einzelner, gesprochener Buchstabe war viel zu kurz und zu leise, um das dichte, statische Rauschen der schlechten Funkwellen zu durchdringen. Das Militär brauchte dringend ganze Wörter, um einzelne Buchstaben zu übermitteln. Aber sie durften der Truppe nicht einfach irgendwelche zufälligen Wörter geben. Warum sagte man also nicht einfach das englische Wort understood, was in unserer Sprache verstanden bedeutet? Es gibt in der analogen Funktechnik ein massives physikalisches Problem, das Ingenieure als Clipping bezeichnen. Wenn du die schwere Sprechtaste an einem militärischen Funkgerät drückst, braucht die Elektronik oft den Bruchteil einer Sekunde, um den Kanal überhaupt zu öffnen. Wenn der Soldat sofort panisch losspricht, wird die erste Silbe seines Wortes gnadenlos vom System abgeschnitten. Aus dem wichtigen Wort understood wird am anderen Ende der Leitung plötzlich nur noch ein völlig sinnloses stood. Zudem ist understood ein langes, weiches Wort, das in einem feuernden Panzer völlig im Lärm untergeht. Das Militär brauchte eine Sprache, die so idiotensicher und akustisch scharf war, dass sie selbst dann sofort erkannt wurde, wenn die Hälfte der Funkübertragung fehlte. Die Ingenieure und Linguisten des amerikanischen Militärs erschufen deshalb ein spezielles System, das als Joint Army-Navy Phonetic Alphabet in die Geschichte einging. Sie wiesen jedem Buchstaben des Alphabets ein festes, unverwechselbares und lautes Wort zu. Der Buchstabe A wurde zu Able, der Buchstabe B wurde zu Baker, der Buchstabe C wurde zu Charlie. Diese speziellen Wörter wurden keinesfalls zufällig ausgewählt. Sie wurden in Hunderten von geheimen Tests unter ohrenbetäubendem Lärm erprobt. Sie mussten markante Vokale besitzen, die sich wie ein scharfes akustisches Messer durch das Rauschen des Äthers schnitten. Und genau hier schließt sich der logische Kreis zu unserem gesuchten Buchstaben R. Der Buchstabe R, der beim Morsen schon immer für die Bestätigung stand, brauchte nun ein lautes, klares Wort für den Sprechfunk. Die Linguisten wählten den Namen Roger.
Das R rollte hart auf der Zunge und die Vokale O und E waren auch durch das stärkste statische Rauschen hindurch exzellent hörbar. Aus dem tapferen Buchstaben R wurde also offiziell das Funkwort Roger. Wenn ein Kampfpilot nun laut Roger in sein Funkgerät rief, meinte er damit absolut nicht den Vornamen. Er sagte eigentlich in der offiziellen Übersetzung: Ich bestätige den akustischen Empfang deiner Nachricht. Aber hier begeht Hollywood in fast jedem Film seinen allergrößten logischen Fehler. In Filmen wird Roger oft heldenhaft benutzt, um dem General zu sagen: Ich werde diesen Befehl jetzt ausführen. Das ist beim echten Militär ein absolut unverzeihlicher Fehler. Roger bedeutet ausschließlich, dass die gesprochenen Worte physikalisch angekommen sind. Es bedeutet auf gar keinen Fall, dass der Pilot dem Befehl auch zustimmt. Wenn der General über Funk befiehlt, dass der Panzer direkt in das feindliche Minenfeld fahren soll und der Soldat antwortet mit Roger, dann heißt das nur: Ich habe gehört, was Sie gerade gesagt haben. Wenn der Soldat den Befehl auch wirklich ausführen will, muss er zwingend ein völlig anderes Wort benutzen. Er muss das Wort Wilco sagen. Wilco ist die brutale militärische Abkürzung für den Satz Will comply, was übersetzt bedeutet: Ich werde den Befehl ausführen. Der ultimative korrekte Satz im echten Funkverkehr lautet also Roger Wilco. Dieser Satz bedeutet: Ich habe deine Worte akustisch verstanden und ich werde die Aktion jetzt durchführen. Die größte historische Ironie dieser ganzen Geschichte ist jedoch, dass das Wort Roger eigentlich schon seit fast 70 Jahren offiziell verboten ist. Im Zweiten Weltkrieg war dieses Alphabet ein rein amerikanisches und britisches System. Aber nach dem grausamen Krieg wurde die internationale NATO gegründet. Plötzlich mussten Amerikaner, Briten, Franzosen und Deutsche über exakt denselben Funkkanal kommunizieren, ohne sich gegenseitig zu missverstehen. Das alte amerikanische Alphabet führte zu massiven Problemen bei Soldaten, deren Muttersprache absolut kein Englisch war. Deshalb entwickelte die Internationale Luftfahrtbehörde im Jahr 1956 ein völlig neues globales Alphabet. Der Buchstabe A wurde zu Alpha, der Buchstabe B wurde zu Bravo, C blieb bei Charlie und der Buchstabe R verlor seinen geliebten amerikanischen Vornamen endgültig. Der Buchstabe R wurde international zu Romeo umbenannt. Wenn heute ein Soldat oder ein Pilot den reinen Empfang einer Nachricht bestätigt, müsste er theoretisch Romeo in sein Mikrofon sprechen. Aber gesprochene Sprache ist extrem hartnäckig und eine gewachsene Kultur lässt sich nicht einfach von Behörden mit einem neuen Handbuch auslöschen. Millionen von kampferprobten Soldaten kehrten aus dem Zweiten Weltkrieg in ihre zivilen Berufe zurück. Sie brachten ihren praktischen militärischen Slang mit in die zivilen Fabriken, die lauten Büros und die ruhigen Wohnzimmer. Als in den späten 60er Jahren die riesigen Saturn-Raketen der Apollo-Missionen zum Mond flogen, übertrug das Fernsehen den Funkverkehr live in die ganze Welt. Die tapferen Astronauten waren ausnahmslos ehemalige Kampfpiloten des Militärs. Sie benutzten aus reiner, unbrechbarer Gewohnheit immer noch das alte Wort Roger für ihre Bestätigungen. Die ganze Menschheit saß vor den Röhrenfernsehern und hörte, wie Neil Armstrong auf dem Mond stand und seine Befehle aus Houston cool und professionell mit Roger bestätigte. Dadurch wurde das Wort endgültig unsterblich. Es brannte sich so tief in unsere moderne Popkultur ein, dass Hollywood es bis heute als das ultimative Symbol für militärische Professionalität verwendet. Das Wort Roger ist also absolut kein Zufall und kein cooler Spruch von faulen Drehbuchautoren. Es ist ein archäologisches Überbleibsel aus einer dunklen Zeit, in der das nackte Überleben von der perfekten Akustik eines einzelnen Buchstabens abhing. Es ist die unsichtbare analoge Brücke zwischen dem stummen Morsecode der Vergangenheit und der globalen digitalen Popkultur unserer Gegenwart. Wenn du heute im stressigen Büro das Wort Roger benutzt, sprichst du in Wahrheit in einem toten amerikanischen Militärcode aus dem Zweiten Weltkrieg. Hättest du gedacht, dass ein einziger Buchstabe eine so massive historische Transformation durchgemacht hat? Oder hast du geglaubt, dass Roger Wilco einfach der Vorname und der Nachname eines berühmten Generals war? Schreib mir deine ehrliche Meinung dazu unten in die Kommentare.